Das neue Far Cry 6 DLC Lost Between Worlds erscheint am 6. Dezember und obwohl es genauso wie die anderen DLCs von Far Cry in Roguelite-Manier daherkommt, muss ich euch ehrlich sagen, dieses DLC hat mich so überrascht, dass ich mich frage, wieso Ubisoft so etwas schon nicht vorher gemacht hat. Ich habe netterweise vorab von Ubisoft Early Access zu diesem DLC bekommen und gebe euch nun mein Feedback und wir klären die Frage, lohnt es sich für dieses DLC überhaupt noch Geld auszugeben? Preistechnisch ist es nämlich ein wenig verwirrend und ich versuche das mal ein wenig zu entwirren für euch. Solltet ihr schon die Ultimate Edition haben oder andere Versionen von Far Cry, außer die Game of the Year Edition, dann könnt ihr Lost Between Worlds für 20 € erwerben. Wenn ihr nur die Standard-Edition besitzt und ihr sagt euch, ich will das ganze Paket, also Season Pass und neues DLC und alle Benefits der Ultimate Edition, dann könnt ihr euch ein Upgrade Pass für 30 € kaufen. Solltet ihr Far Cry noch gar nicht haben, lohnt sich definitiv die Game of the Year Edition, die derzeit auf 50 € reduziert ist und da habt ihr alles, was es bisher von Far Cry 6 gab. Wenn ihr übrigens das Gesamtpaket auf diesem Kanal haben wollt, dann würde sich definitiv ein Abo für euch lohnen. Vielen Dank für euren Support. Doch genug der Anpreisung, versteht ihr? Worum geht es eigentlich in diesem DLC? Natürlich wird es hier keine Major Spoiler geben. Ich werde nur zu einigen Gameplay-Features etwas sagen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich spoilern werde, aber storytechnisch oder ähnliches oder das Ende, das schon gar nicht, das werde ich nicht spoilern. Und sonst habt ihr in der Timeline hier unten die Punkte, wenn ihr ein spezielles Thema gerne hören wollt. Aber genug davon, ab zur Story. Ihr könnt dieses DLC vom Hauptmenü aus starten, ähnlich wie die anderen DLCs, oder vom Fernseher in eine der Guerilla-Basen, ähnlich auch wie die anderen DLCs. Und wenn ihr das DLC auswählt, dann werdet ihr sehen, dass Dani Rojas einen Meteoriten entdeckt. Es geht in einer Cutscene los und er macht sich auf zu der Absturzstelle davon. Und dabei wird er von einer Art Sphäre eingesaugt und ist nun in dieser eingesperrt. Er trifft auf Faye, eine Art intelligente Lebensform, die ihm sagt, dass er in dieser Sphäre für 5 Millionen Jahre gefangen sei. Es sei denn, er findet die 5 Splitter, die in dieser Sphäre verstreut sind. Danny muss sich nun durch 15 verschiedene Welten durchschlagen, um an diese 5 Splitter zu bekommen. Und diese 15 Welten sind alle komplett verschieden und sind eine Art Paralleluniversum von Yara. Dabei ist die Route, die wir zu den 5 Splittern nehmen, immer uns überlassen. Also wir können jedes Mal eine andere Route wählen, was ganz nett ist. Das Ganze ist natürlich ähnlich wie die Vorgänger in Roguelite-Manier, im Roguelite-Stil, jedoch mit einem großen Unterschied. Die einzige Ausrüstung, die wir behalten, wenn wir sterben, sind die Boni, die wir am Ende von Faye bekommen, wenn wir einen der 5 Splitter gefunden haben. Waffen oder Perks müssen wir in der Welt immer wieder neu suchen und die können wir auch nicht nachkaufen oder so. Was ist denn jetzt aber die große Stärke des DLCs? Als Überbegriff könnte man jetzt sagen, das Gameplay ist der stärkste Punkt. Und wir haben wirklich 3 verschiedene Bereiche, die dieses Gameplay mit zum besten Gameplay machen, was ich von Ubisoft in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Stellt euch das mal vor, Leute, dass ich sowas jetzt sage. Am Ende, nach dem Eivor DLC, holy moly. Ich habe es ein bisschen angeteased, die 15 Welten sind ein Punkt, der dieses Gameplay so interessant macht. Mal haben wir eine Welt, wo eine giftige Flüssigkeit einen speziellen Weg vorgibt. Dann gibt es eine Labyrinthwelt, die sich nach dem Durchlauf wirklich immer ändert. Oder wir haben Blitze, die vom Himmel schießen. Achso, hatte ich erwähnt, dass es auch eine Unterwasserwelt gibt? Es gibt sogar eine Welt, wo es nicht dunkel werden darf, sonst sterben wir und nur durch Töten von Gegnern bleibt die Sonne am Himmel und wir am Leben. Ich könnte immer so weiter erzählen, aber ich möchte euch ja nicht alles komplett spoilern. Wirklich jede Welt hat einfach ihre eigenen Gesetze, auf die wir hören müssen und unser Gameplay anpassen müssen und das ist klasse. Alleine deswegen macht es dieses DLC, ich sag's nochmal, schon zum besten DLC, was ich von Ubisoft in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Und dabei habe ich Assassin's Creed gespielt, Division, Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon Wildlands und natürlich dann auch Far Cry. So viel Kreativität, so viel Liebe. Holy. Und wenn ihr mir übrigens Liebe da lassen wollt, dann lasst doch jetzt mal einen Daumen nach oben da für dieses Video. Vielen lieben Dank dafür. Die Gegner sind der zweite große Pluspunkt, denn die sind hier in diesem DLC eher speziell, sag ich mal. Es gibt 2 Arten von Gegnern, blaue und rote. Es gibt dementsprechend 2 Waffenmodi, die wir haben. Im blauen Modus können wir blaue Gegner ausschalten und im roten dann rote Gegner. Das kann manchmal ziemlich hektisch werden, gerade wenn man die Tasten nicht umpositioniert hat, zumindest auf der Tastatur. Und da kann man wirklich schon mal in Bedrängnis geraten und muss seine Art und Weise, wie man kämpft, anpassen. Die Flexibilität der Welten überträgt sich übrigens auch auf die Gegner. Natürlich haben wir Nahkämpfer, Schützen, Raketenwerfersoldaten oder Gegner mit
schilden. Aber es gibt je nach Welt auch Gegner, die zum Beispiel komplett unsichtbar sind und die wir erst sehen, wenn sie 2 Meter vor uns stehen oder 3. Und dadurch, dass wir keine direkten Waffenperks zu Beginn bekommen, ist es gerade am Anfang doch ganz schön heftig und eine große Herausforderung, diese Gegner zu besiegen. Und am Ende vereinfachen uns die Tools, das Ganze entweder mit den Gegnern fertig zu werden oder uns noch schneller durch die Welt zu bewegen. Ich möchte gar nicht so viel spoilern, das ist klar, aber es gibt zum Beispiel Sprengstoff, den wir nach unserem ersten Splitter bekommen, und damit können wir uns einfacher und noch schneller durch die Welten bewegen, auch wenn diese immer noch ihre eigenen Gesetze haben, an die wir uns halten müssen. So werden die Welten wirklich nie langweilig, auch wenn wir schon das 5. Mal durchgelaufen sind. Neben dieser Lobesrede gibt es aber auch Punkte, die mir aufgefallen sind, die nicht so gut sind. Die sind wirklich nur marginal, also eigentlich ganz, ganz klein meiner Meinung nach, aber ich nenne sie trotzdem. Es gibt zum Beispiel eine Mission, wo wir über ein Feld rennen müssen, währenddessen Blitze auf die Erde einschlagen. Der einzige Schutz, den wir haben, sind diese Wellblechunterstände. Dort können wir Munition einsammeln und den weiteren Verlauf der Route ausspähen und gegebenenfalls Gegner mit einem Scharfschützengewehr ausschalten, welches wir zu Beginn des Levels bekommen haben. Jedoch wiederholt sich dieser Prozess innerhalb des Levels so oft, dass es sich ein wenig gestreckt anfühlt und für mich eher Zeitverschwendung ist und ich einfach nur durch das Level will. Vor allen Dingen, weil dieses Level auch gerade am Anfang zu finden ist, wo wir öfters vorbeikommen müssen, und das ist halt dann sehr, sehr schade. Natürlich ist nicht jedes Level davon betroffen. Es gibt viele Level, die eine deutlich bessere Dynamik haben und innerhalb des Levels sich komplett immer mal verändern, aber das ist halt ein Punkt, der mir wirklich aufgefallen ist. Der zweite ist, den habt ihr wahrscheinlich auch direkt beim Reveal vom DLC mitbekommen, die Einbindung in die Geschichte von Yara. Mich stört es persönlich nicht wirklich, dass es keine Integration in die Hauptgeschichte von Yara gibt, aber sicherlich hätte es über die spirituelle Schiene eine Möglichkeit gegeben, diese Welt irgendwie in Yara und diese Sphäre mit einzubinden. Und einige, das habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, wollten nach 3 Roguelite-DLCs vielleicht nicht noch eins, sondern eher ein reines Story-DLC. Und da denke ich, kommt dieses DLC, obwohl es so unglaublich gut ist, leider zu spät oder zumindest zu einem falschen Zeitpunkt. Zumindest für einige von uns. Solltet ihr euch das Ganze trotzdem kaufen? Ja, auf jeden Fall eine definitive Kaufempfehlung, sofern ihr Freund von Roguelite Games seid oder welche werden wollt. Denn so viel Abwechslung wie in diesem Game, wie in diesem DLC, wie in diesen 15 Welten werdet ihr wahrscheinlich nicht so schnell finden. Und für alle, die jetzt für die Weihnachtszeit ein nices Game oder Add-on suchen, go for it. Es sei denn, ihr bekommt eine PS5 und God of War zum Nikolaus geschenkt, dann gönnt euch das. Sonst gibt es im Dezember nichts Besseres meiner Meinung nach als dieses DLC bzw. die Angebote, die Ubisoft mit Far Cry 6 derzeit fährt. Es ist ein gutes Zeichen für Ubisoft, dass die Content dieser Art liefern können, der zeigt, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie man unterhaltsam, abwechslungsreich und kreativ Content präsentieren kann. Jedoch muss man ganz klar sagen, wird diese Art von Content direkt zu Beginn eines Post-Launches benötigt und nicht nachdem man schon 3 mehr oder weniger gute Roguelite-DLCs rausgehauen hat. Das ist halt sehr, sehr schade. Klar, Cyberpunk zeigt auch, dass es anders gehen kann, aber der Trend, unfertige Spiele rauszuhauen, ist meiner Meinung nach ein schlechter und sollte nicht zur Gewohnheit werden. Denn ich finde, dieses DLC war ein fantastisches DLC. Ich habe es geliebt. Ich finde, es ist eine klasse Edition und lässt mich positiv auf die Zukunft von Ubisoft blicken und auch von Far Cry, falls in der nahen Zukunft noch was kommen sollte. Doch was ist eure Meinung, Freunde? Lasst es mich gerne mal wissen. Wenn ihr diese Review gut fandet, wenn ihr meine Meinung unterstützt, mich supporten wollt, dann lasst doch gerne mal ein wenig Liebe da in einer Form, wie ihr Bock habt. Sei es der Daumen nach oben, sei es das Abo oder schreibt gerne eure Meinung rein. Also wir sehen uns im nächsten Video. Nos vemos en la próxima. Ciao. Hasta luego.